Stell dir vor, du bist bei dir zu Hause, hast dein Trampolin, einen Rebounder, werde ich in dem Video immer wieder sagen, und du springst drauf rum und plötzlich kracht dieser Rebounder, dieses Mini-Trampolin unter dir zusammen. Das ist etwas, das wo man keinen wünscht, und es passiert trotzdem immer wieder. Kann dir gleich sagen, mit dem Bellicon nicht. Denn dabei sind wirklich Menschen, die haben sich da schon wirklich darunter verletzt. Und jetzt stell dir vor, du gehst ja aufs Trampolin, damit es dir besser geht und du dich wohler fühlst. Deswegen überleg dir, wie du das Geld investierst, wie viel Geld du dafür ausgibst, und vielleicht hast du eben schon davon gehört, Mini-Trampolin-Training ist super und du haderst noch drum, sei gut informiert und triff dann eine gute Entscheidung, weil jeder Euro oder jeder Cent, den du dafür ausgibst und hast dann keinen Spaß dabei, es zu benutzen, dann ist jeder Cent zu viel dafür ausgegeben. Was macht denn den Unterschied aus zwischen diesen verschiedenen Mini-Trampolinen? Es geht nicht darum, dass du jetzt das billigste oder das teuerste Modell kaufst, sondern dass du dich freust jeden Tag, und ich hoffe, dass dir dann so geht wie mir, dass ich jedes Mal, wenn ich es dann wirklich benutze, ich mich so drüber freue, also abgesehen von den Kursen, die ich schon gebe. Vorwiegend wird es heute ums Bellicon gehen und wie du das Training benutzen kannst, dich und deinen Körper wieder besser kennenzulernen und zu verstehen, damit das Training so effektiv wie möglich ist und natürlich auch noch Spaß macht. Was passiert heute alles? Du bekommst heute Infos zum Thema Osteoporose, Sturzprophylaxe, wenn es ums Schmerzen im Sprunggelenk, in der Hüfte geht, 10 verschiedene Krankheitsbilder, Video mit drinnen, wo viele Fragen der Jonas Boyke vom Bellicon in einem Interview bei mir beantwortet hat, und das Großartige ist, da sind wirklich nur ganz viele Infos drin, up to date, klickst dich durch, denn unten sind wieder Kapitel dabei und du schaust dahin, was dich interessiert. Außerdem habe ich wirklich die 24 häufigsten Fragen zusammengestellt, und währenddessen das jetzt hier live ausgespielt wird, beantworte ich dir parallel alle Fragen und natürlich auch später noch. Dieses lange Video wegen der Aktion, die unten in der Beschreibung drinnen steht. Da steht das Datum mit dem Aktionscode dabei. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dann diesen Affiliate-Link von mir benutzt, denn ich bekomme eine Provision und du kriegst noch ein paar Bonus-Trainings on top von mir mit dazu geschenkt. Also du profitierst da definitiv davon. Inzwischen habe ich als Trainerin auf dem Mini-Trampolin unfassbar viele Kurse gegeben. Die meisten meiner Kursteilnehmerinnen an den Trainings zu schätzen ist sanft, es ist besonders effektiv, du hast keinen Muskelkater. Jedes Mal, wenn ich auf ein Bellicon von mir steige, dann denke ich mir, das ist einfach eine ganz andere Liga. Zwischendurch möchte ich, um Expertise zu haben, auch mal auf andere Mini-Trampoline gehen, und da schüttelt es mich teilweise. Das kennst du auch. Wenn du mal eine Qualität gewöhnt bist, dann magst du es nicht mehr drunter machen. Das Praktische jetzt dran an dem zerlegbaren Rahmen, du kannst es in einer Tasche in den Urlaub mitnehmen. Wer das kennt, der große Rahmen, der ging dann bei mir nie ins Auto rein, und du brauchtest eigentlich einen Bus, um größere Trampoline zu transportieren. Heute zeige ich dir, wie du das Bellicon in deinen Alltag integrierst, und wir schauen uns das im Mitgliederbereich an, wie du verschiedene Körperpartien trainieren kannst. Ich habe eben ein paar Videos mitgenommen, und es geht bei mir nicht um höher, schneller, weiter, sondern um Spaß zu haben, die Regeln für deinen Körper zu kennen. Das heißt, du kriegst wieder mehr Körperwahrnehmung, Gleichgewichtssinn, und wie das alles zusammenhängt, packt man dann gleich an. Es geht nur mal vorab um intrinsische Motivation. Jeder von uns kennt es. Du bist drin und du machst Dinge, die dir gut tun. Und so geht es mir immer wieder. Mein Körper hat bestimmte Regeln. Wenn ich die vergesse, höre ich auf zu trainieren. Und damit meine ich nicht die Trainingsstunden, die ich selber gebe, die schüttle ich dann aus dem Ärmel, da ist die Terminstunde, die mache ich. Es geht aber darum, dass ich daheim bewusst die Körperpartien mehr trainieren möchte, und die tun mir gut, und dann höre ich trotzdem wieder auf. Stop Self-Care und entspannt mit dir zu deinem Wohlfühlkörper, da geht es um Körperakzeptanz, um weg von Diäten, damit du endlich die Regeln für deinen Körper kennenlernst. Solange du weiter Kalorien zählst, solange du weiter
schlechtes Gewissen hast nach dem Essen, solange du jedes Gramm an deiner Waage zu viel oder zu wenig interpretierst, das kommt jetzt von Punkt, 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 dann lebst du immer noch in Diäten. Dann wirst du die Regeln für deinen Körper auch nicht kennenlernen. Wie lernst du die Regeln für deinen Körper kennen? Achtsamkeit, Selbstreflexion. Es muss aber Spaß machen. Also wenn das wieder so eine langweilige Geschichte ist, jeden Tag wird 3-mal meditiert und so weiter und so fort, das funktioniert nicht. Jeder hat 24 Stunden und manchmal denkt man sich, der Tag könnte auch 36 Stunden haben. Es wird noch nicht reichen. Diese 2 Produkte, die haben tatsächlich dazu geführt, dass meine intrinsische Motivation sich gänzlich verändert hat. Wer das von euch kennt, es heißt intrinsische Motivation, es kommt von dir raus. Dann ist es wirklich gleichgültig, was andere denken oder wie du denkst, dass du zu sein hast. Diese intrinsische Motivation kennenzulernen, damit du Bellycon bei dir zu Hause hast, loslegst und nicht mehr aufhörst. 10 Minuten, also anfangs je größer die Krankheitsgeschichte ist, umso kürzer die Einheiten am Anfang. Von 3 Minuten bis zu 10 Minuten. 10 Minuten schwingen. Was heißt jetzt ist in meinem Fall, wenn ich wirklich das konsequent durchziehe, meine Stimmung verbessert sich. Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin mal richtig gut drauf, dann bin ich aber zu Tode betrübt. Das kann einfach auch mit dem Zyklus zusammenhängen. Je regelmäßiger ich diese Schwingungen benutze, desto es ist unglaublich, die Zellen sind in Bewegung und meine Emotionen oder meine mentale Stabilität, die nimmt zu. Es kann dir passieren, dass du merkst, dass dein Energielevel über den Tag hinweg auch stabiler bleibt. Also es sich so schön verteilt. Wenn jemand regelmäßig laufen geht, also zum Joggen, dann berichten die von einem Hoch, also so von einem Runners High. Ein Hochgefühl, ein richtig gutes Gefühl. Und das kannst du auch beim Rebounding erleben. Wer sich denkt, ich bin so schlecht beieinander, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, laufen zu gehen, du fängst bei dir zu Hause an, in kleinen Einheiten, in kleinen Schritten und hast die Möglichkeit, auch das zu erleben, so ein richtig tolles Hochgefühl, was du jetzt hier geschafft hast. Hast du schon mal was vom 2-Zonen-Training gehört? Bei dem 2-Zonen-Training geht es darum, in verschiedenen Levels zu trainieren, also dass du dich nicht überbeanspruchst. Der Tipp ist, wenn du anfängst, schwingst oder hüpfst, nur so viel, wo du dich noch gut unterhalten kannst. Sobald du außer Atem bist, fährst du wieder runter, damit du im Idealbereich bleibst. Wenn nämlich dein Herzschlag in einem moderaten Bereich bleibt, du weißt, einatmen, ausatmen, Sauerstoff kommt rein, CO2 schnaufst du wieder aus und dieser Gasaustausch, der verbessert sich durch dieses Schwingen. Kraftwerke in deinen Zellen werden besser arbeiten, diese Mitochondrien, kleine Wunderwerke, und deren Arbeit verbessert sich auch. Die Fettverbrennung verbessert sich und eben dieser Sauerstoffaustausch. Das heißt, es kommt mehr Sauerstoff in deinen Zellen an und das ist einer der Gründe, wieso du keinen Muskelkater beim Trampolintraining haben wirst. Training auf dem Mini-Trampolin braucht ist Rebranding. Was ist Rebranding? Es braucht ein besseres Image. Das geht weit über ein Reha-Sportgerät hinaus. Und du wirst nachher sehen, wenn ich dir die 24 häufigsten Fragen in dem Interview mit dem Jonas Beuke, dann habe ich dir noch 10 Krankheitsbilder mitgebracht, die ich dir noch mit aufdrösel. Und wie gesagt, du kannst auch später alle durch diese Kapitel durchklicken, dich durchschauen, im Bellycon-Shop mit mir durchgehen, wie läuft diese Bestellung ab. Ich zeige dir noch ein Video aus dem Trainingsraum, welche Geräte ich habe, welche Farben, welche Farbkombinationen, wobei ich weiß, dass die meist verkaufte Versionen wirklich ganz geradlinige Farben sind und das ist in Ordnung. Und haben wir dann gedacht, ich habe gar kein solches. Bei mir ist alles bunt im Trainingsraum. Ein paar der Trampoline zeige ich dir jetzt. Mir ist noch wichtig das Thema Seilschlingen. Hier sind so kleine Drähtchen dran. Die haben unterschiedliche Farben und die zeigen dir, wie stark ist denn jetzt diese Seilschlinge aufgemacht. Und die kannst du dann jederzeit
selber auswechseln. Es geht unkompliziert. Also, du siehst hier ist ein gelber Clip, das ist der, der stark aufgespannt ist. Die meistverkaufte Stärke sozusagen, das ist der Durchschnitt. Und ich wollte dir noch zeigen, also das ist das mit einem stärkeren Clip. Da ist auch rot drin. Und was mir noch wichtig ist, dir zu zeigen, ich habe jetzt kein Meter-Trampolin da. Das ist der Unterschied von der Springfläche, wenn du dir das mit dem Durchmesser 1,12 Meter kaufst. Schraubbeine dran, das heißt, die kommen zu dir und dann schraubst du die an, Stöpsel drauf, fertig. Rollen wir mal hier weg, jawohl. Klappen. Meine Erfahrung ist, einmal gehabt, wo die gesagt hat, das geht nicht, sie will doch lieber Schraubbeine. Ansonsten weiß ich, dass die anderen ganz zufrieden sind von meinen Kunden, die sich welche mit Klappbeinen bestellt haben. Also auch weg hier damit. Und was ich dir noch zeigen wollte, das ist jetzt auch ein Bellicon mit einem stabileren Matte oder stabileren Seilschlingen. Und das ist weicher. Wenn ich da jetzt drauf gehe und schwinge und eine Balanceübung mache, wenn du mal eine machst, dann hast du hier zum Beispiel mehr am Standbein zu tun. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, auf das andere Trampolin rüber. Und da merkst du, also ich gehe nochmal rüber, wie ich hier einsinke und wie ich hier einsinke. Das heißt, hier mache ich die gleiche Übung und stopp und ich wackel im Knie zum Beispiel viel weniger Stabilisierungsarbeit. Das heißt, hier sind die Übungen in der Balance leichter zu machen. Es ist auch schön, wenn du eben gar nicht so trainiert bist, eine Unsicherheit hast, dann macht eine stabilere Matte einfach aus mehreren Perspektiven Sinn. Auch zum Thema Osteoporose-Prophylaxe, dass du mit dem startest und wenn du dich fit genug fühlst und sagst, jetzt hättest du gerne dieses schöne Schwingengefühl, dann kannst du ja je nach Gewicht auch immer noch umsteigen. Was schön ist, und das passiert natürlich, wenn ich jetzt Erwachsene habe, die sagen, ach, heute mag ich immer die weiche Matte und du schwingst mehr, dann kann passieren, dass du irgendwann am Boden aufgehst und das ist grundsätzlich mal überhaupt kein Problem. Ja? Also eigentlich ist das immer ganz lustig. Genau, ich zeige dir das jetzt zum Beispiel nur der Edelstahlrahmen. Also das war mir wichtig, dass du siehst. Die Unterschiede, dass die Sprungfläche schon um einiges kleiner ist, wenn du vom 1,25 Meter auf 1,12 Meter gehst. Das kleinere, was ich dir gezeigt habe, war mein erstes Trampolin und das ist genauso in Ordnung grundsätzlich. Du hast gesehen, Schraubbeine, Klappbeine, die unterschiedlichen Stärken. Wie erkennst du das? Die Seilschlingen sind unkompliziert zu wechseln. Ist Sonne. Und ihr denkt dran, die bunten Rahmen, also die sind aus ökologischer, das macht ja Sinn, die sind nur dunkel. Also du kannst ja die Seilschlingen aussuchen. Es gibt noch eine Komfortmatte. Die Komfortmatte ist hier noch mehr drüber übers Plastik hier, über diese Halterung. Und wenn du jetzt drüben hinkommst, Liegeübungen machst, dann ist die Komfortmatte natürlich bequemer. Fällt euch noch was ein? Reinschreiben in den Chat. Ich beantworte sie euch auch im Nachgang. Viel Spaß bei der Qual der Wahl. Bei Bellicon, glaube ich, arbeite ich seit 2017 als Partnerin. Wir haben fast gleichzeitig angefangen, ja. Also ich habe gesagt, ich habe jetzt mittlerweile 10 Trampoline und gebe eben regelmäßig Kurse und Kaufberatungen. Wenn die Leute zu mir kommen oder die dann sagen, aha, du machst Trampolintraining, dann sehe ich schon das Kopfkino, was bei denen losgeht. Was ist denn deine Erfahrung, was die meisten Leute daran denken, wenn die hören Mini-Trampolintraining? Trampolin erstmal hohe Sprünge in Verbindung bringen. Also genau. Das ist, was man erstmal im Kopf hat. Vielleicht denkt man an das Schultrampolin zurück, was man irgendwie, wo man
Rock drüber quälen mit, ja, also aus dem Geräteturnen quasi. Oder vielleicht auch an das Gartentrampolin, wo viele Kinder ja mittlerweile akrobatische Sachen machen, Saltis schlagen. Die Hauptbewegung auf dem Bellycon ist eigentlich in die Matte. Das können wir ja das Ganze auch Trampolin schwingen vor allem, so eine schwingende Bewegung und gar nicht so sehr Trampolin springen. Ich immer merke, gerade auch wenn ich mit Therapeuten spreche oder auch mit Ärzten spreche und unsere Kunden fragen quasi beim Arzt oder beim Therapeuten vor Ort nach, darf ich Trampolin springen? Dann kommt erstmal Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, nein, Trampolin springen, das ist nicht gut für dich. Das liegt meistens aber dann auch wirklich daran, dass das Gerät gar nicht bekannt ist und auch das Trainingskonzept nicht, wie man sich auf dem Bellycon bewegt, weil, sagen wir es mal so, eigentlich fast jeder kann sich auf dem Bellycon-Trampolin bewegen. Auch sinnvoll Trainingseffekt. Da gibt es ganz wenig Kontraindikationen. Ihr könnt mal schauen, mich würde interessieren, was sind denn eure Erfahrungen mit dem Bellycon-Trampolin oder habt ihr schon welche? Dann reinschreiben. Und was interessant ist, was habt ihr vorher gedacht und wie geht es euch jetzt damit? Der schlimmste und anstrengendste Kauf war für mich, das erste Trampolin zu bestellen, weil du natürlich bei der Summe dir 18 Mal überlegst, kaufe ich das jetzt oder nicht? Und wie gesagt, ich habe dann 4 Wochen wirklich durchtrainiert, jeden Tag, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt schauen, wie das ist. Und ich habe mir gedacht, ich bin noch so fit gewesen wie noch nie in meinem Leben und das ohne Muskelkater. Ja, genau. Na, das Schöne ist wirklich, das ist sehr, sehr einsteigerfreundlich, weil man auf dem Bellycon sofort die richtige Intensität findet, also automatisch. Da gibt es auch eine interessante Studie zu, die wir auf der Website verlinkt haben. Da ging es nämlich genau um diese Frage, können Anfänger darauf genauso gut trainieren wie Hochleistungssportler? Na, das sind ja so die beiden Extreme, die man hat. Also Leute, die wirklich überhaupt gar keinen Sport jahrelang gemacht haben, aber auch welche, die wirklich schon regelmäßig Sport machen. Und beide kommen da wirklich in den Trainingsbereich, wo man sagt, da verbessert man sich, ohne sich zu überfordern. Ne? Das ist ja auch der zweite Punkt, der immer sehr, sehr wichtig ist. Dass man sich trotzdem noch nach dem Training gut fühlt und nicht ja, 4 Tage sich kaum bewegen kann. Und wegen Muskelkater, weil die Gelenke schmerzen und das bleibt halt beim Bellycon weg. Ja. Genau. Wenn du jetzt jemanden hast, der wo wirklich jetzt zum Beispiel Marathon laufen oder Triathlon oder keine Ahnung was macht, wie würdest du dem empfehlen, dass er mit dem Training auf dem Mini-Trampolin startet? Mhm. Da gibt es eigentlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Da muss man so ein bisschen schauen, was möchte man machen. Wir haben zum Beispiel, also es gibt einige Profisportler, die auch das Bellycon im Training nutzen. Ich erzähle da immer ganz gerne ein Beispiel aus der NFL. Ein Quarterback, also beim Football, derjenige, der den Pass wirft, sagt, wo die Belastung gering sein soll. Er macht dann diese Stemmbewegung mit dem Bein auf dem Bellycon. Nicht auf dem harten Untergrund, sondern auf dem Bellycon, weil einfach diese Gelenkbelastung jeden Tag für den im Training nicht machbar ist. Genau, das ist so eine Herangehensweise, ne? Also auch im Bereich nach Verletzungen für Profisportler super interessant. Aber man kann dann natürlich auch auf die andere Schiene gehen und zum Beispiel ein HIIT-Training machen, so ein Intervalltraining, hochintensiv, Vollpower, sehr, sehr schnelles Trainingstempo. Da haben wir viele Beispiele auch bei uns auf der Videoplattform. Und da können sich auch wirklich Leute, die super fit sind, noch mit verbessern. Ich habe ganz oft einfach bei mir die Leute in meinen Kursen, ich habe ja die Hybrid, also ich mache live über Zoom und vor Ort. Und da kommen halt dann die halt schon länger keinen Sport mehr gemacht haben. Und ich sage immer, komm vorbei. Wenn du nach 10 Minuten sagst, es geht nicht, du packst zusammen, ist es kein Problem. Aber es ist bis jetzt noch keiner heimgegangen. Ja. Weil du halt auf deinem Trampolin genau das Training machst, was für dich passt. Und ich biete dann immer 2, 3 Levels an und dann sage ich, das ist deins und das ist deins und wenn du Gas geben willst, dann machst du das. Und so macht halt jeder seins und das ist aber trotzdem so ein Teamwork. Ja, also es ist... und das ist, glaube ich, das, was du sagst, dass wenn halt jemand einfach schon eine längere Krankheitsgeschichte hat, dass das gut ist, dann in kleinen Schritten halt anzufangen, gell? Genau, und das Schöne ist, genau das, was du gerade gesagt hast, verschiedene Level. Das ist ja auch bei uns im Trainingskonzept drin, ne? Dass wir immer eine Übung so aufbauen, dass wir für verschiedene Fitnessgrade, also für verschiedene, wie fit man einfach ist, unterschiedliche Übungen anbieten können. Man kriegt jede Übung schwieriger und es gibt meistens aber auch eine Variante auf dem Bellycon, wie man es leichter bekommt. Ne? Also verringert das Tempo, man macht die Bewegung nicht so groß. Da gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man ändert was an der Ausgangsstellung, man lässt die Arme vielleicht weg, konzentriert sich erstmal nur auf die Beine. Würde ich sagen, kommen die Leute damit zurecht. Ich weiß, es wäre interessant, wie viele Frauen und Männer sich das Trampolin kaufen, aber in der Familie können ja auch beide sich das benutzen. Wenn ich jetzt Frauen anschaue, und das ist ein Thema in meinem Online-Kurs, da wo es um das geht, dieses Körpergefühl wieder zu kriegen, dass man
Frauen plagen sich ja im Alltag, die haben Herausforderungen, Challenges und kümmern sich über alles. Wenn aber das ums eigene Training geht, dann ist es so, dass man da sich nicht traut, einmal ein Level höher zu gehen. Und dann zu sagen, hey, aber da darf auch eine Trainingssteigerung sein. Also, dass du nicht immer sagst, jetzt mache ich immer so ein sanftes Training, sondern eben du sagst, packst halt mal einmal im Monat ein Hit rein. Oder also immer mal, dann mach halt die Schritte kleiner. Aber da ist halt übers Trampolin so viel möglich. Haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es häufig am Anfang ist so ein Unsicherheitsfaktor auch das Gleichgewicht. Und das ist ein Bereich, da verbessert man sich so schnell und kann sich dann dementsprechend auch nach 3, 4 Wochen schon ganz andere Übungen machen, die schwieriger sind. Ja, also Koordination, Gleichgewicht, das ist sowas, da merke ich immer am Anfang, da machen Leute sehr, sehr schnell Verbesserungen. Thema Rheuma, das war die einzige Form von Ausdauersport, wo mir hinterher nichts wehtut. Ich habe es vor dem ersten Lockdown gekauft, es hat mich gerettet. Schönes Feedback, würde ich sagen. Ja, total. Gesagt haben, ne, weil gerade auch bei Rheuma, das ist ja häufig in Schüben, dass es da wirklich auch Tage gibt, wo es den Betroffenen nicht so besonders gut geht. Und trotzdem ist das eine Möglichkeit, wie man in Bewegung bleiben kann. Ne? Weil auch da ist ja das Ziel, trotzdem möglichst viel Aktivität irgendwie beizubehalten. Es gibt ja Rheuma, so viele verschiedene. Also Rheuma ist mit Rheuma. Und da muss man immer genauer hinschauen, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit und das ist ja das Coole, dass ihr mittlerweile diese 30 Tage anbietet, dass du wirklich einen Monat das trainieren kannst. Dass, wenn du keinen vor Ort hast, du bestellst dir das, schaust du, ob das klappt. Und das Coole ist, dass du einfach sagst, du machst halt diese kleinen Schritte jeden Tag und dann merkst du, oh, es tut mir immer noch gut, darüber kannst du dich wieder steigern. Das ist einfach eine geniale Möglichkeit. Also da ist dann vielleicht einfach einmal in der Woche in irgendeinen Kurs zu gehen, nicht so die Lösung wahrscheinlich bei solchen Geschichten. Genau, also ich empfehle auch wirklich, das sind ja Gespräche, die ich sehr, sehr oft auch am Telefon habe. Also die melden sich dann bei mir und haben vielleicht Bellicom bestellt, mit dem ersten Training angefangen, vielleicht zu viel gemacht und dann gesagt, na, irgendwie hat es mir doch nicht so gut getan. Was erzählt ihr denn da immer, dass es so einfach ist? Manchmal macht es Sinn, mit 3 bis 5 Minuten zu beginnen. Ganz kurze Zeit, ganz einfache Übungen, erstmal ein bisschen Gefühl für die Bewegung zu bekommen und dann zu steigern. Und lange sich nicht bewegt hat oder vielleicht dann sofort mit einem Training zu starten, 30 Minuten, Level 5, das macht nicht so viel Sinn. Ne? Dann wird sich der Körper auf jeden Fall auch melden, aber wenn man mit einer einfachen Belastung beginnt, niedrige Intensität. Also ich biete Personal Training tatsächlich an, weil es einfach die Herausforderung ist, dass man sich eben total gern übernimmt und es macht ja total viel Spaß. Hier steht es ja eh. Das Immunsystem ist ja, glaube ich, bei allen wirklich runtergefahren. Ja, jetzt einer nach dem anderen liegt wirklich flach und die sagen, sie brauchen so lange, um sich zu erholen. Schwierig danach zu sagen, also dann ist man immer noch nicht fit. Aber ich habe gesagt, wenn du so weit bist, dass du das Gefühl hast, ich kann wieder Rad fahren, dann kannst du halt auch 5 Minuten schwingen, aber wirklich auch genauso mit kleinen Einheiten. Wie siehst du das? Genau, das sehe ich auch so. Klar, eine Krankheit, gerade wenn wir jetzt auch, wir hatten ja gerade wirklich auch nochmal eine Corona-Welle, wo viele ausgefallen sind. Und dann macht es Sinn, den Körper erstmal auszuprobieren. Also da würde ich auch wirklich erst mit dem Training beginnen, auch mit dem Bellicon erst, weil man sich wieder fit fühlt. Und wenn man überwiegend symptomfrei ist, dann macht das Sinn. Und dann mit einer kurzen Dauer zu beginnen, ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll, wie du schon gesagt hast. Bevor man vielleicht sogar aufs Rad geht oder längere, intensivere Sachen macht, erstmal schauen zu Hause auf dem Bellicon. Man merkt ja auch relativ schnell auf dem Trampolin, wie man sich gerade fühlt. Ja. Man merkt, okay, ich spüre, die Schwingung kommt bei mir noch gerade, löst einen Kopfschmerz aus, die Nasennebenhöhlen sind noch zu, dann lassen wir das Ganze sein. Aber wenn das geht, dann genau, langsam wieder rantasten. Das geht übers Bellicon super gut, ja. Thema Asthma oder so, kann man da auf dem Trampolin, ist das eine sinnvolle Geschichte, da mit dem Training zu starten? Ja, das ist spannend. Auch da haben wir vor kurzem, vor knapp 1,5 Jahren hat die Studie, glaube ich, begonnen und wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Da hat jemand, der professionell singt, Studie mit dem Bellicon gemacht. Probanden, also die Teilnehmer der Studie, das waren alles professionelle Sänger. Und der hat sich nämlich genau dafür interessiert, wie kann er Stimme und Atmung verbessern durch ein sportliches Training. Und in der Studie ist rausgekommen, dass die Gruppe, die Bellicon regelmäßig trainiert hat, besser die Atemhilfsmuskulatur ansteuert. Und das sind genau auch Dinge, die bei ganz, ganz vielen Atemwegserkrankungen wichtig sind. Allein schon die Atemhilfsmuskulatur spannt an und lässt wieder locker. Ne? Und genau diesen Wechsel kann so bei verkrampfter Muskulatur, wenn man zum Beispiel einen Reizhusten lange hatte, kann das schon gut tun, dass man einfach wieder sanfte Bewegung in den Brustkorb reinbekommt, in die ganzen Muskeln, die so ein bisschen verspannt, verkrampft sind. Genau, also ich kann noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
eine Radtour gemacht, die etwas anstrengender war. Und zwar habe ich mit dem Mountainbike eine Alpenüberquerung gemacht, 8 Tage lang. Also wirklich, wo man schon sagen kann, das ist eine Extrembelastung. Und ich habe mich vorher mit dem Bellicon auch wirklich darauf vorbereitet. Ich bin natürlich auch viel Rad gefahren, klar, aber ich habe mit dem Bellicon ein Rumpftraining. Weil wenn man länger in dieser vorgebeugten Position auf dem Rad sitzt, ne, und dann noch auf dem unebenen Untergrund, dann ist ganz wichtig, dass man eine stabile Rumpfmuskulatur hat und auch eine stabile Rückenmuskulatur. Und ich habe das dann präventiv gemacht, wirklich 2-mal die Woche eisern. Und ich bin ohne Rückenschmerzen über die Alpen gekommen und ich bin auch wirklich überzeugt, dass das Bellicon da schon einen Anteil dran hatte. Wie lange hast du das Training gemacht? Dann 2-mal in der Woche? Wie viele Minuten? Das waren schon Einheiten so zwischen 30 und 45 Minuten. Mhm. Genau, also Okay. längere Einheiten. Fokus war mal, dass ich ein paar Übungen wirklich für den Rumpf dabei habe, aber waren auch Cardio-Übungen dabei. Also klassisches Jogging zum Beispiel. So unsere Grundschritte waren eigentlich auch immer mit dabei. Ja. Und hast du dann die Übungen im Liegen? Jetzt muss ich schon nachfragen. Äh, über wie viele Wochen hast du dann trainiert? Es waren schon mindestens 8 Wochen, ja. Ja, okay. Genau, und dann habe ich wirklich einige Übungen auch auf das Silikon geholt, wie zum Beispiel das Planking, also Stütz dann auf der Matte, eben im Untergrund von der Matte, die Füße dann auf den Boden gesetzt und hat man nochmal so einen zusätzlichen Trainingsreiz. Und das ist ganz spannend. Ja, ich habe auch einige Videos mal gemacht, in Bellicon Home, dann so ein bisschen geguckt, was die Kollegen an Übungen machen. Ja, und dann 8 Wochen, 2-mal pro Woche, 30 Minuten. Ja, und dann merkt man was. Das Mit oder ohne Muskelkater? teilweise auch mit Muskelkater, ja, genau. Lag aber auch an der Intensität von den Übungen. Gerade am Anfang, wenn man manche Sachen macht, auch gerade die intensiven Videos von uns, die sind dann wirklich sehr, sehr fordernd und da habe ich auch Kater gehabt. Aber weißt du, was auch interessant ist? Also ich gebe ja auch Kinderkurse. Mhm. Und das schaut alles so leicht aus und die Eltern unterschätzen, was in der Stunde passiert, wenn ich mit denen trainiere, weil das ist so regenerierend für die, dass man das auch unterschätzt, was da trotzdem möglich ist. Oder weil wie du die Planks angesprochen hast, dann habe ich mich gesehen, ich habe mit meinen Jungs, also mein Sohn, der ist 10, und dem am Spätzl, da haben wir Liegestütz-Challenges gemacht. Ich gebe ihnen die immer. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also das ist, und jetzt sehe ich aber nicht so aus wie 90, 60, 90, aber es ist halt diese tiefe Stützmuskulatur, die halt das möglich macht. Und das ist schon sehr cool. Genau, und die trainiert man wirklich super auf dem Bellicon. Ich hatte früher auch schon immer so leicht mit Rückenschmerzen zu tun. Das war schon so. Gerade auch noch, als ich als Physiotherapeut gearbeitet habe, Oh weil ja. extrem viel steht an der Bank und häufig auch in der vorgebeugten Position, ja, weil man irgendwie zu Patienten hin muss. Und das waren schon, ja, hat schon Rückenschmerzen bei mir manchmal ausgelöst. Und jetzt, ja, seitdem ich regelmäßig auf dem Bellicon trainiere, ist das für mich nicht mehr so ein Thema. Total spannend, weil auch da spielt die Rumpfmuskulatur eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Es ist nicht nur die Ausdauerleistung, die man verbessern möchte, sondern wirklich auch Stütz- und Haltemuskulatur. Cool. Und ich habe gerade letzte Woche mit jemandem über das Gleitschirmfliegen geredet und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich, wäre auch jetzt, wenn es wieder so losgeht, oder ein geniales Anlauftraining so. Ja, auf jeden Fall auch ein Beispiel. Was ich auch noch erzählen kann, wir hatten, als wir hier noch bei uns am Standort Kurse angeboten haben, da war eine Heizungs- und Sanitärfirma, die regelmäßig zum Betriebssport zu uns kam. Und die haben da, das war verpflichtend für die, dass sie hier hinkommen, weil die einmal im Jahr eine Skitour gemacht haben mit der ganzen Firma. Und der Chef wollte, dass die mit einer gewissen Grundfitness in diese Skitour gehen, um einfach Verletzungen vorzubeugen. Die mussten irgendwann dann gar nicht mehr verpflichtet werden. Die sind dann von selbst gekommen. Auch eine coole Sache. Und auch da denkt man ja im ersten Moment nicht wirklich dran. Skifahren willst du im Winter, aber hier im Sommer dann Bellicon-Training als Vorbild. Gruppenskitraining, das hat alles seine Berechtigung, in der Halle zu stehen und die Übungen zu machen, aber am Trampolin macht schon wirklich viel mehr Spaß. Du hast jetzt ein Trampolin bei dir auch zu Hause. Wie hast denn du das für dich konfiguriert? Ich habe sogar das ganz große zu Hause, ja, obwohl ich hier in Köln in einer Stadtwohnung wohne. Ich habe mir den Platz genommen für das Trampolin. Das heißt, ich habe das 125er mit Schraubbein. Bei mir steht es dann hochkant, so wie hier im Hintergrund, weil ich halt auch manchmal intensiv noch trainiere. Dann möchte ich einfach, dass es bombenfest steht. Ja. Ich habe eine Altbauwohnung, wo der Boden auch nicht ganz eben ist und dann mit dem Klappbein hat man einfach so ein gewisses Spiel. Beim Schraubbein merkt man das überhaupt nicht. Daring stark. Das heißt, ich bin ein ordentliches Stück auch von der Seilringstärke stark, von der maximalen Belastung weg. Das sind ja 120 Kilogramm, wo man da maximal belasten darf vom Körpergewicht.
Ich habe es weich genug, dass ich auch mal eine Gleichgewichtsübung machen kann und das noch schwierig ist. Das war so. Halt gleichzeitig auch fest genug, dass ich schnell in einer schnellen Frequenz drauf trainieren kann. Kräftigungsübungen gehen da gut raus. Für mich perfekte Seilringstärke. Was ist deine Lieblingsübung auf dem Mini-Trampolin? Lieblingsübung. Was ich super gerne mag, ist eigentlich so klassisch vom Rebound zum Jumping Jack, also den klassischen das ist irgendwie, das ist so eine Fun-Übung einfach. Also die macht einfach Spaß. Ja, Schritt zum Überbrücken macht der Jumping Jack einfach Spaß. Und auch da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten. Kann man auch schön die seitliche Bauchmuskulatur übrigens mit erwischen. Jetzt will ich mal, was ist denn dein Lieblingsschritt? Ich glaube, ich mag am liebsten, wenn du seitlich auf einem Bein stehst und den Knielift machst. Das finde ich cool, wenn dann auch der Oberschenkel so richtig brennen anfängt. Also ich sage immer in den Kursen einmal in der Stunde, wenn es gebrannt hat, ob es in den Oberarmen oder im Oberschenkel ist, super. Wehtun soll es nicht, aber wenn es brennt, dann hast du, weil sonst du gehst nach der Stunde raus und es ist alles so nett und hübsch, aber wenn es nicht brennt, dann hast du nicht das Gefühl, ich habe jetzt trainiert. Also du brauchst das ein bisschen für den Kopf. Ja, würde ich sagen. Also die ist auf jeden Fall auch fordernd, ne? Die kann man schwierig. Da kann man so schön was raushauen. Super. Genau. Und also ich glaube, mein Favorite ist, wenn ich mit meinen Kursteilnehmern dastehe und ich halt sie nochmal koordinativ herausfordere und dann nochmal, jetzt machen wir den Arm von vorher noch mit und dann haut sie total durcheinander und dann ist es einfach lustig, ja. Also die schaffen das dann auch, aber dieses Lächeln da ins Gesicht zu zaubern, weil man sich da über sich selber lacht. Was ist das, was du jetzt mitgekriegt hast, wenn du Kunden, die sich ein Bellicon bestellt haben, was ist denn das Beeindruckendste oder was dir gerade in den Kopf kommt, das, wo du erlebt hast, wo da jemand... Wir kriegen wirklich relativ häufig nette E-Mails zurück. Wir hatten jetzt schon einige, die sich nach so Long-Covid-Symptomatiken gemeldet haben und gesagt haben, das war für mich, um wieder zur Bewegung zu finden. Ich war überhaupt nicht belastbar. Der Arzt hat mir gesagt, ich soll es mal mit einfachem Schwimmen versuchen, aber da war dann wieder die Hürde so groß. Und das war halt eine Sache, die zu Hause gemacht werden konnte. Da haben wir super Feedback bekommen. Und was ich immer toll finde, ist, wenn Menschen über 80 das Bellicon nutzen. Jemand den Rollator beiseite stellt und dann sich auf das Bellicon mit Haltegriffen traut und dann wirklich nochmal einfach super Spaß darauf hat. Weil das haben die meisten Senioren, die erinnern sich irgendwie an diese Bewegung von früher, halt super lange nicht gemacht. Und das zaubert wirklich bei den meisten ein Lächeln ins Gesicht und das ist immer wirklich schön, ja. Also wer Omas und Opas ein großartiges, sinnvolles Geschenk machen will, das ist wirklich der Gamechanger. Gell? Mit dem Haltegriff auf der Seite oder auf beiden Seiten. Das Körpergefühl kommen, das ist das schönste Geschenk, was man halt da machen kann. Also wir sind jetzt ganz schön durch die Bellicon-Welt gebraust. Es ist so schön, dass du deine persönlichen Geschichten mitgebracht hast, Jonas, weil das habe ich jetzt auch nochmal total spannend gefunden. Und so frage ich die Leute immer, weil ja jeder sagt, ja, ich bin fit geworden oder ich habe das und das gemacht. Aber wenn du nicht genau nachfragst, dann denkst du, so mache ich es und dann klappt es aber bei dir nicht, weil du nicht genau nachgefragt hast. Was gerade mit reinspielt, ist das somatisches Training. Also wenn du das auf meiner Homepage liest, wenn du in den Mitgliederbereich reingehst, vor allem jetzt in den letzten 2 Monaten, dass viele Übungen auf den ersten Anschein banal aussehen und du sagst, naja, das ist ja so eine ganz einfache Übung. Wenn es aber somatische Übungen sind, dann gehen die über sanfte Bewegungen und kommen in all deinen Zellen an. Also es geht um Zellinformationen und es geht, dass du dich wieder erinnerst, wie normale Bewegungsabläufe funktionieren. Es ist tatsächlich so, das kennst du aus der Rückenschule, dass dir immer wieder gezeigt wird, wie du den Getränkekasten, also wer hat von euch schon mal die Übung gemacht in irgendeiner Rückenschule, dann wird dir immer gezeigt, so sollst du den Getränkekasten oder die Kiste hochheben. Wer macht's dann? Also ich habe gerade auch den Bericht von einer Kollegin gehört, immer wieder Probleme hat an einer bestimmten Stelle, weil sie sich einen verkehrten Bewegungsablauf angewöhnt hat. Es ist eine große Herausforderung, das zu verändern. Schaffst du es alleine? Eher nicht. Also das alleine zu schaffen, die Veränderung, wie lange brauchen wir, um eine Gewohnheit zu verändern? Mittlerweile, man weiß nicht 100 Tage, aber 100 Tage anzustreben ist ein gutes Ziel. Aber die Herausforderung, die bleibt dabei. Am besten ist es in einer Gruppe oder du hast ein Ziel vor Augen und schreibst es immer wieder auf. Also es gibt so mehrere Möglichkeiten. Aber was mich bewegt, ist tatsächlich, dass ABC-Methode, also mach A, B, C und dann sind die Beschwerden weg, nicht funktionieren, wenn die Regeln für deinen Körper anders sind. Wenn du eine Frau bist, also wir wissen ja mittlerweile aus der Sportwissenschaft und ich habe mich gerade ganz viel darüber belesen, dass Frauen anders trainieren könnten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und da gehört auch
somatisches Training, vor allem auf dem Trampolin, gibt es total coole Möglichkeiten, dass du deinen Körper kennenlernst und weißt, wie dein Training ausschauen könnte. Dass es nicht einfach und leicht geht, aber es geht vorwärts und es verändert sich was für dich. Knieprobleme oder eher Hüftprobleme, die hängen ganz oft miteinander zusammen. Gerade dann auch nach oder vor Operationen, wenn schon Beschwerden da sind, trotzdem das Trampolin nutzen. Wir fangen mit dem Thema Nummer 1 an. Ich habe ein paar hier Unterlagen mitgebracht. Es geht um Hüftschmerzen. Hüftschmerzen können die Hüfte betreffen. Ganz oft kann die auch aus hier von der Lendenwirbelsäule kommen, vom Knie, von der Leiste, denn das alles vom Beckenboden, schwacher Beckenboden kann auch Hüftschmerzen verursachen. Solange du an der Hüfte rumtust und die Ursache ganz woanders liegt, dann wirst du keinen Erfolg haben. Hüftschmerzen sind unfassbar. Hüftschmerzen sind was wirklich Grauenvolles. Auch ich kann da mitreden. Da bin auch ich immer wieder betroffen, wenn ich die Übungen nicht mache, die ich mir bei den chronischen Krankheiten machen sollte. Das Blöde ist, wenn einfach Hüftschmerzen dich so einschränken, dass du nicht mehr aufstehen kannst, keine weiten Strecken laufen, du möchtest mit die Enkelkinder zum Beispiel, also ich habe jetzt in dem Fall, also kenne ich jetzt auch 2 bei mir, die im Trampolin sind, die immer wieder mit Hüftschmerzen zu tun haben. Und da Ziel ist, wieder längere Spaziergänge und mit den Enkelkindern mithalten zu können. Warum kann jetzt Rebounding bei Hüftschmerzen helfen? Du kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, wie du mit einer schmerzenden Hüfte auf das Mini-Trampolin draufsteigen sollst. Also da zeigst du mir wahrscheinlich den Vogel und sagst, Marianne, also das braucht's gar nicht. Dein Gedanke ist, da wie ein Flummi drauf rumzuhüpfen, und da kann ich dich gleich wieder abholen. Wenn du die anderen Sachen und Infos in dem Video schon gesehen hast, ist dir das eh schon klar. Es geht wirklich um sanftes Schwingen, das heißt, du hältst den Mattenkontakt, du machst erstmal sanfte Übungen, denn irgendwo musst du anfangen. Und so ist es ja auch, wenn du in die Physiotherapie zum Osteopathen gehst, dann musst du ja auch erstmal sanft starten und loslegen und dann geht's weiter. Stell dir vor, dass diese Schwingungen wie so sanfte Massagen für deine Hüfte sind. Das lockert das Gewebe, verspannt das Gewebe, entspannt sich, bringt die Durchblutung in Gang. Muss ich nochmal sagen, hier. Die federnden Bewegungen auf dem Bellycon, das ist wie eine Massage für deine Hüfte. Es fördert die Durchblutung. Du hast es im Griff, wie intensiv die Übungen sind. Und durch diese Ausrichtung, also Neuausrichtung, dass du deine Balance halten musst, wirst du deine Haltung verbessern. Also das heißt, es geht auch um Haltungsschäden. Und du trainierst nicht nur diese Hüfte, wenn du sonst Übungen machst, sondern der ganze Körper wird mit durchgeschwungen. Eine Übung, das, was ich gerade gesagt habe, du schwingst, du fängst langsam an, du kannst die Arme benutzen, die Hüfte in Bewegung zu bringen. Also wie, dass du die Arme benutzt und um dich pendelst, vor, rück. Und dadurch kommt diese ganze Mitte mit in Bewegung. Und großartig ist, auf diesem unebenen Stand zu üben, also dass du immer wieder ausgleichen darfst auf dieser Matte, dass du Balanceübungen machst. Und ich zeige dir im Minikurs oder egal, wo du dann mittrainierst, du wirst kleine Übungseinheiten finden, damit du anfängst, wie kannst du denn starten, wo ist der beste Start für dich. Also Thema Hüfte, Lendenwirbelsäule, auch wenn es mit Bandscheiben zu tun hat, kurze Zusammenfassung, dann ist das Bellycon wirklich eine großartige Möglichkeit.
Thema Knie, das habe ich schon viel. Bevor ich weitermache, natürlich bin ich kein Arzt. Ich habe unten den Disclaimer reingeschrieben, dass du natürlich bei Problemen den Arzt aufsuchst, mit ihm besprichst. Beim Jonas Beuke ist da nochmal ein interessanter Aspekt zum Thema Arztgespräche mit drinnen. Und jetzt geht es um das Thema Arthrose in den Knien. Ich habe eine Frau, die hat eben schon mal eine Kniearthroskopie gehabt vor 5 Jahren. Die Beschwerden sind aber nicht wirklich weggegangen. Was hat sie schon alles gemacht? Also das ist das, was ich vorher auch noch mal alles mir zusammengeschrieben habe, was wir besprochen haben. Ich will das dann schon wissen, was haben die alles versucht oder waren die überhaupt schon was haben die schon alles versucht? Waren die schon mal irgendwo in Behandlung? Und bei ihr war es so, dass sie natürlich, also sie war beim Orthopäden, Physiotherapie, Akupunktur, Schmerzmittel, sind alles nur kurzzeitige Erfolge. Rebounding wird dein Buddy werden. Du startest, je kürzer die Einheiten, ich rede von 5 bis 10 Minuten und von sanftem Schwingen, Stabilisierungsübungen, wirst du wirklich in 2 bis 3 Wochen Verbesserungen bemerken. Und wenn du es vorher schon gehört hast, 30 Tage, hast du ja eh die Zeit, das auszuprobieren, ob du das daheim machst, ob das für dich Sinn macht. Und dann heißt, nutz diese 30 Tage und trainier wirklich drauf, ja, sonst ärgerst du dich, weil du wieder nicht angefangen hast. Okay. Genau. Das nächste, ich arbeite ja selbst im Krankenhaus. Eine Frau, die hat schon größere Kinder, ist Krankenschwester, hat noch keine Operationen, mehrfach Blockaden mit der Osteopathie, hatte schon Rückenschule, Massagen, Yoga. Sie hat wirklich wenig Zeit. Und jetzt lass uns das mal ausrechnen, was das kostet, zum Orthopäden zu gehen, Termin auszumachen, sich hinzusetzen, das Physiotherapietermin einzuhalten und einzulösen. Also du hüpfst ja nur von Termin zu Termin, auch mit alternativen Methoden. Stell dir vor, du hast ein Trampolin daheim und du bestimmst jetzt, wie du dich kennenlernst und wie du die Übungen machst. Die Dosis macht das Gift und auch wenn du Schmerzen hast, auszuprobieren, aufs Trampolin zu gehen und zu merken, in den meisten Fällen hat sich das rentiert, dass du geschwungen bist, statt dich zu schonen. Ein Thema noch, das Thema, ich möchte abnehmen. Also, da haben wir natürlich wieder in dem Bereich Stop Self-Care, entspannt mit dir zu deinem Wohlfühlkörper. Ihr könnt euch im Newsletter auf alle Fälle anmelden. Du wirst da von mir regelmäßig die Sachen lesen, die ich nicht mehr auf Social Media schreibe. Auch ein Thema vom Newsletter oder auch auf meinem Blog kommt alles. Aber momentan geht es natürlich jetzt hier ums Trampolin. Gelenkschonend abzunehmen, unfassbar sinnvolle Möglichkeit mit dem Trampolin. Auch hier heißt natürlich dran zu bleiben. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich nicht 90, 60, 90 habe. Diese tiefe Stützmuskulatur, die ich mir aufgebaut habe, die strafferen Oberarme, all das heißt für mich, ich fühle mich wesentlich wohler, sogar mit ein paar Kilo mehr, denn meine Kraft ist da. Ich schaffe den Alltag, die Beschwerden, die habe ich gut im Griff, beziehungsweise teilweise, dass ich mich so freue, weil die weg sind. Also wenn es ums Thema geht, Übergewicht, Gelenkschonen, trainieren, mehr Energie für den Alltag zu haben. Wir haben vorher gerade darüber geredet, durch dieses Schwingen, dass dann wirklich Energie freigesetzt wird und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Das ist ebenso möglich. Alles, was ich dir erzähle, heißt, es ist nicht die alleinige Lösung. Aber dazu wirst du Trainingserfolge sehen und du wirst ein Körperwohlgefühl entwickeln. Ich habe noch eine Frau, relativ jung,
arbeitet viel im Homeoffice und da ist einfach immer wieder, sie hat diagnostizierte Depression, auch medikamentös in der Behandlung, hat schon, bevor es die Diagnose hatte, viel Selbstoptimierung, so würde ich sagen, betrieben. Und dieses in dem Loch zu sein und dann nicht rauszukommen, ist schon schwierig. Vor allem, weil dann du ja eben nicht rausgehst. Du willst keine Leute sehen. Du schaust, also ich sag, das größte Glück, was du dann schaffst an dem Tag, ist Zähne putzen und dich geduscht zu haben. Und dann ist der Start mit einem Bellicon dazu eine gute Lösung. Also zum Beispiel, also an den, Das Wichtigste ist, wenn du dir sagst, mit der Geschichte ist es anstrengend, die Antriebslosigkeit ist vorhanden, du musst einen Deal mit dir ausmachen. Wenn du medikamentös eingestellt bist mit Depressionen und das einigermaßen läuft, aber das Loch immer wieder da ist, dass du dann, wenn das ankommt, dass du sagst, okay, 5 Tage lang schaffe ich, für 5 Minuten raufzugehen. Nur 5 Tage. Und was du danach machst, ist eine ganz andere Geschichte. Aber in unserem Kopf drin ist damit so ein Flugzeug gestartet. Probier zum Beispiel aus, du hast ein Lieblingslied oder 2 Lieblingslieder. Das sind ungefähr 5 Minuten. Und genau die machst du dann ein Training für die 2 Lieder. Dass du sagst, okay, am Anfang nur ganz kleine Schwingungen, dann nehme ich nur die Arme dazu. Also, dass du ein Ritual hast, das unkompliziert ist und machbar ist. Wenn du merkst, du willst mehr machen und es klappt gut, dann meldest du dich im Trainingsbereich an, melde dich bei mir, sagst du, hey, ich habe über deinen Link bestellt, dann kriegst du die 2 Monate bei mir kostenfrei im Online-Training, weil du über Black Friday unten bestellt hast. Wenn es zum anderen Zeitpunkt ist, melde dich bei mir, du kriegst Boni, verspreche ich dir, und dann können wir online zusammen trainieren. Wer psychische Erkrankungen hat, mental geschwächt ist oder so anstrengende Phasen in seinem Leben gehabt hat, das ist nicht von heute auf morgen weg. Und ja, manchmal braucht man Behandlung, manchmal braucht man Medikamente, damit du wieder weitermachen kannst. Aber nicht so wie vorher, sondern dass du sagst, und jetzt kümmerst du dich um dich selber. Und deswegen auch das Thema psychische Erkrankungen, Depressionen. Ja, das Bellicon könnte für dich zu Hause dein Gamechanger. Nächstes Thema ist Diabetes. 50 Jahre, arbeitet im Büro, macht ihre Kontrolluntersuchungen, also ihre Zuckersticks mit dem Diabetes, beziehungsweise ich glaube, die hat jetzt schon so ein Messgerät übers Handy, ernährungstechnisch, Spaziergänge und macht aber kein Training. Also Gartenarbeiten, spazieren gehen ist kein Sport. Es ist ein erster Schritt, bei dem du aber nicht bleiben solltest. Also nur mit dem Hund rausgehen ist kein Sport. Außer du machst zwischendurch irgendwelche Intervalltrainings. Das Thema Blutzucker stabilisieren, die Insulinresistenz verbessern, wieder mehr Energie gewinnen und auch fitter zu werden. Es kann sich verändern. Das heißt, deine Zellen kommen in Bewegung und ich sage immer, deine Bauchspeicheldrüse wird es dir danken. Eine Frau, 65 Jahre, die hat immer wieder mit dem Gleichgewicht Probleme, hat schon ein paar Kinder, auch Enkelkinder und hat eine Knie-Tap, also ein neues Knie vor 6 Jahren bekommen, macht Gleichgewichtsübungen in der Physio und geht mit Nordic Walking Stöcken spazieren. Also Koordination verbessern, sich auf den Beinen stehen, längere Spaziergänge genießen. Also das ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Wann hat man denn Gleichgewichtsstörungen? Gleichgewichtsstörungen kann passieren, dass sobald die Östrogene runtergehen, ab 45, dass schon da die ersten Gleichgewichtsstörungen kommen. Jetzt ist das Gute, wir sind Gewöhnungstierchen. Gewöhnungstierchen heißt, bis du merkst, dass es massive Probleme gibt, vergehen Jahre, Jahrzehnte. Wenn du das einfach gar nicht, damit dich nicht auseinandersetzen musst, jedes andere Training wird es auch machen. Dieses Schwingen ist aber auch gerade für Senioren
eine schöne Geschichte, wieder Spaß am Sport zu haben. Das geht so leicht und schön. Von daher geht das großartig. Und wenn es schon ausgereifter ist, dann würde ich sagen, stell das Bellicon an eine Wand oder nimm Haltegriffe. Also für deine Eltern und Großeltern kann das doch unter Umständen ein tolles Weihnachtsgeschenk werden oder wann auch immer du das Video anschaust. Könnt ihr euch mal aussuchen? Schlafstörungen. Die ist 48, ist noch gar nicht so alt, hat aber ein Unternehmen, könnte auch ich sein, gell? Ist aber in einem anderen Bereich tätig und arbeitet relativ oft nachts. Und ihr Schlafrhythmus klappt nicht. Sie schlaft dann ein, wacht dann nachts auf, kann nicht mehr schlafen, hat schon Nahrungsergänzungsmittel probiert und verschiedenste Behandlungsmethoden, dass du Bewegung in deinen Alltag einbaust. Also es gibt 2 Dinge, die ich schon empfehlen kann und das ist, wenn die Winterzeit ist und die Tage nicht so lang ist, auch abends bewusst nur mit 10 Minuten an die frische Luft zu gehen, wird dir helfen, dich einzustellen für die Nacht und nach runterzufahren. Und ja, natürlich hat es mit strukturellen Themen, viel Arbeit und so weiter und so fort zu tun. Und trotzdem kann das ein Tipp sein, der wirkt. Thema Schlafstörungen definitiv auch eine Empfehlung, vor allem wenn sonst kein Sport ist und du das von zu Hause zwischendurch erleben kannst. Und dann zum Schluss habe ich noch das Thema Lymphödem, das aufgrund einer Brustkrebsoperation vor 2 Jahren, also mit Lymphdrainage, Kompressionsstrümpfe. Der Effekt ist halt immer vorübergehend. Eins der eindrücklichsten Dinge, die man da wirklich erleben kann, ist, dass das den Lymphfluss anregt und du ja Krafttraining genauso mit drauf machen kannst. Thema Osteoporose ist eine der größten Zivilisationskrankheiten. Bei Frauen ab 45 meistens, bei Männern ab 55 ungefähr so. Eine grobe Zahl, wo das oft festgestellt wird. Und Osteoporose heißt einfach, der Knochen wird weniger. Ganz platt gesagt. Frauen, die einfach dann hier schon so krumm gehen, ist zum Beispiel ein Zeichen für Osteoporose. Trampolin, was hat das mit Osteoporose zum Tor? Es gibt eine Studie, die ist schon über 10 Jahre alt, ist durchgeführt worden mit den Bellicon-Trampolinen. Nach 12 Wochen, die hatten halt einen Trainingsplan, das waren wirklich immer 10-Minuten-Einheiten. Also kein aus dem Alltag großartig rausgeschmissene Geschichten, sondern wirklich kleine Einheiten. Festgestellt, die Osteoporose ist nicht weiter fortgeschritten. Die Koordination der TeilnehmerInnen war wesentlich verbessert. Was heißt es auch? Wenn ich weiß, Osteoporose wird oft dann erkannt. Also ich habe das erlebt in der Unfallchirurgie. Was war dabei ganz, ganz oft? Dieser Schenkelhalsbruch. Das passt dann gut zu dem Video mit der Sturzprophylaxe, dass die Menschen kamen mit einem Schenkelhals, dann wurde die Knochendichte gemessen und dann ist festgestellt worden, oh je, der Mensch hat Knochenschwund und da muss was getan werden. Eine der Therapiemöglichkeiten ist, dass die Mobilisation forciert wird. Also wenn festgestellt wird, du hast eine große Gefahr, dass dein Knochen weniger wird, dass du mehr in Bewegung kommen sollst. Und jetzt stell dir vor, und das machen wir jetzt auch, ich gehe mit dir aufs Trampolin und wir schwingen mal los. Und jetzt stellst du dir mal vor, dass du auf dem Trampolin hier schwingst. Ja? Das heißt, du hast immer einen kleinen Widerstand, das ist absolut gelenkschonend. Hier gegen Widerstand zu arbeiten, das stärkt den Knochen, das aktiviert den Knochen, dass er wieder sagt, ich darf hier da bleiben. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, bitte schreibt es mir. Ich sehe immer das, wenn es schief geht oder habe es gesehen, wenn es schief gegangen ist, die Geschichten. Tue ich mir jetzt erleichtern mit diesem Wissen, ich weiß, dass ich nicht warten will, bis es 5 nach 12 ist. Es gibt ja auch diese, sich da einhalten können, hier. Das haben sie auch festgestellt, dass die oft nach einer Woche, nachdem die diesen Trainingsplan mit diesen kurzen Einheiten in dieser Studie, dass die dieses Haltegriffe nicht mehr benötigt haben, weil die Koordination sich maximal verbessert hat. Wert darüber nachzudenken, ob Weihnachten rückt auch näher, dass das einfach eine Möglichkeit sein kann, den Menschen nicht nur ein Trampolin zu schenken, sondern zum Beispiel auch einen Trainingsplan, jemand, der wo sagt, in einen Kurs traue ich mich nicht zu gehen, dass du sagst, da kommt jemand zu dir heim oder berät dich online, damit du die richtigen Schritte machst und dran bleibst. Der Knochen, der mag das,
Wenn ein Widerstand ist, natürlich ist da auch Joggen eine Möglichkeit. Aber was tust du, wenn du schon jahrelang keinen Sport mehr gemacht hast und Joggen noch nie deine Leidenschaft war? Dann kann es sinnvoll sein, einfach dir einen Sport zu suchen, der Spaß macht. Wir nehmen mal einen Arm nach vorne, einen zur Seite und dann auf die andere Seite wechseln. Hier Stützmuskulatur aktivieren, Bauchnabel zieht nach innen und einmal im Wechsel, also einmal links, einmal rechts, tap, tap. Genau. Und wir marschieren mal von links nach rechts. Und bleib mal auf einer Seite. Schwingen. Und dann zieht das Bein ran und weg. Wunderbare Koordinationsübung. Ist am Anfang auch erstmal so ein bisschen Unsicherheit verbreitet, weil einfach hier Rand vom Trampolin, andere Seite. Parallel schwingen, wieder ran, weg. Ha. Und warum macht jetzt ein Einzeltraining Sinn? Manchmal brauchst du jemanden an der Seite, der dir immer wieder wie so ein Buddy, also wie ein, ich glaube an dich, du schaffst es, immer diese Verbindlichkeit auch hochzuhalten, die Trainings auch zu machen. Also nicht zu sagen, ich habe das Trampolin daheim, aber es verstaubt in der Ecke. Das ist einfach schade drum. Und drum, dann würde ich sagen, nochmal in das 1:1 zu investieren, um da dran zu bleiben. Damit das Trampolin bei dir nicht daheim verstaubt, beziehungsweise du bist auf der Suche nach dem richtigen Mini-Trampolin, zeige ich dir im Shop, wie du dich da durchklickst, um die Bestellung zu machen. Und ich freue mich total, wenn du mich unterstützt, indem du einfach diesen Shop-Link benutzt. Es entstehen gar keine Mehrkosten für dich, aber du kannst meine kostenfreie Arbeit auf YouTube unterstützen, indem dass du auf diesen Affiliate-Link klickst. Du kannst dann nochmal die Größe aussuchen. Du kannst es daheim testen, wenn jetzt die Größe nicht passt oder diese Stärke, also dass du sagst, das ist mir zu hart, das ist mir zu weich, dann kannst du das, du hast 30 Tage Zeit, das wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen und das empfehle ich dir. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du schon irgendwelche Probleme hast oder Unsicherheiten oder du bestellst, sagst, ich brauche jetzt doch noch so einen seitlichen Haltegriff, um damit Spaß zu haben, dann bestellst du dir den halt nach. Also das ist auf alle Fälle kein Problem. Was ist denn dir wichtig, wenn du an das Trampolin denkst? Also was möchtest du? Möchtest du fit werden, die Rückenschmerzen loswerden oder du hast Probleme mit den Bandscheiben, deine tiefe Stützmuskulatur, an die du normalerweise im Alltag gar nicht hinkommst, die bewegst du damit und schwingt damit. Und das heißt, du tust am Anfang auf alle Fälle erstmal kürzere Einheiten machen. Oder vor 8 Jahren schon damit gestartet, hier damit zu trainieren. Das war mein Weg zur persönlichen Fitness. Das heißt, ich bin weiterhin beweglich, ich kann meinen Alltag stemmen und das wäre ohne Spellicon tatsächlich ziemliche Herausforderung. Wenn du mitreden kannst mit chronischen Krankheiten oder Degenerationen, weil es geht ja nicht darum, dass ich seit 8 Jahren das mache, um fit zu bleiben und auch andere Menschen zu begeistern, zum sagen, hey, da ist noch was möglich, damit du eben nicht auf dem Kanapee liegst, würde man in Bayerisch sagen, sagst, ich kann mich nicht mehr bewegen oder ich habe Angst vor Schmerzen. Das soll nämlich nicht passieren. Ich arbeite als Krankenschwester auf Intensivstation, habe in der Unfallchirurgie auf dem Querschnitt, also eben ganz viele verschiedene Bereiche schon erlebt und kann dir sagen, das ist von jetzt auf nachher alles anders und das ist doch total doof, gut alt zu werden. Also jeder, der sagt, ja, wenn ich dann einmal in Rente bin, dann mache ich. Also nein, mach das nicht, sondern mach es jetzt. Und vielleicht ist das Bellicon ein Hoffnungsschimmer. Oben habe ich die kleineren Bellicon, also das sind die 1,12er, die 1 Meter habe ich jetzt gar nicht, wobei ich auch schon Leute habe, die sagen, besser das wie gar nichts. Das heißt, du hast den Fokus zum Beispiel auf, dass du wirklich wieder Cardio-Training machen möchtest, viel walken, viel laufen, Dehnungsübungen gehen genauso drauf. Du hast ein bisschen weniger Platz auf der Matte. Du siehst auf dem oberen, da schwinge ich mit da ist also dickere Matte drauf, also der Randpolster ist ein bisschen anders, den schauen wir uns danach gleich noch an. Und da siehst du,
dass du hier die Klipse, auf denen die aufgespannt sind, geschützter sind. Also das ist A, ein Luxus und B, könnte es komfortabel sein, weil die Matte ein bisschen größer ist. Bei den anderen ist es so, das siehst du es, also meine Trampoline, die werden ständig rein, rausgeräumt, die sind wirklich belastet. Das ist wahrscheinlich bei dir dann nicht der Fall, denn da wird es in Ehren gehalten. Es ist einfach, da bestimmst du, wie das benutzt wird, wenn das nicht ständig auf Reise geht oder was auch immer. Dann siehst du schon bei dem oberen, hinteren Trampolin mit dem roten Rand, dass sich da dieser Rand ein bisschen auf und einrollt. Das kann man tatsächlich, das ist auch belastbar, das habe ich sogar schon mal gedämpft. Also ähm, wenn irgendwie was ist, melde dich da gerne. Also da habe ich ganz viel schon gemacht. Was ich immer empfehle, diese Gummiseilschlingen, die kannst du einzeln runter tun. Das heißt, wenn du die richtig hart hernimmst, dann macht es auch mal Sinn, die vielleicht mal auch runterzunehmen, zu putzen und dann nochmal anders aufzuspannen. Dass die Langlebigkeit, also dass die Seilschlingen so unterschiedlich belastet werden. Also du kannst damit echt viel machen und arbeiten, also zum Thema Langlebigkeit. Und jetzt gehe ich mal mit dir nochmal runter. Da siehst du, da habe ich also auf dem oberen schwinge ich auf dem 1,12er und unten auf dem 1,25 m Durchmesser. Und da hast du natürlich ein bisschen mehr Platz auf der Matte. Ich sage, also meine Empfehlung ist, also jetzt kannst du ja mittlerweile die Trampoline auch bestellen, sodass die in 3 Teilen kommen. Das heißt, wenn du wohin fährst, es wäre möglich, die überall mit hinzunehmen. Aber bei den großen, die wenn einmal zusammengebaut sind und ich sage, hast du Platz, bleibt es da dort, dann nimm das große, du wirst einfach mehr Möglichkeiten, mehr Spaß haben. Und für alle, die jetzt überlegen, ist das was zum Thema Sturzprophylaxe, gell? Vielleicht möchte man einfach mal jemandem auch ein Geschenk machen, damit die Koordination wirklich da, also du kannst da mit dem Haltegriff ganz viel machen, den schauen wir uns auch gleich noch an. Also das mal hier dazu. Lass mal nach runtergehen hier und nehme das, aha, anordnen, runter. Und das will ich ganz hoch, das könnte ich auch einfach mal machen, ganz hoch. Ah, jetzt habe ich zu weit gemacht. Okay. Also, wir haben jetzt hier den Shop und wenn du da drinnen bist, dann klickst du drauf. Also, du hast hier immer die Möglichkeit bei Frag Bellicon hier, wenn irgendwelche Themen sind, auch was zu fotografieren hinzuschicken, die melden sich in jedem Fall bei dir. Dann schau mal hier rein. Na gut. Wir gehen jetzt mal hier rein auf die Seite und kannst es hier dir also es gibt einen Blog, dann könntest du, also gell, das ist jetzt Echtzeit. Du suchst ja aus. Und wir haben gerade darüber geredet, das, was ich schon erzählt habe. Also es gibt es mit 1 Meter Durchmesser und da ein bisschen rüberschwenken. So. Mit 1 Meter, okay, also wir sind jetzt hier in der Rahmengröße, das ist mal der Grundpreis hier, 1 Meter oder 1,12. Wir gehen jetzt mal, also 1,25 Meter, wir gehen jetzt mal auf 1,12er. Wenn du sagst, hey, ich habe nicht so viel Platz, vielleicht will ich es dann doch mal mitnehmen, dann nimmst du das. Wir gehen mal weiter.
Wir haben die Möglichkeit hier die Schraubbeine, die ich, wenn ich sage, hey, wenn du es einfach nur aufstellst, das siehst du auch übrigens hier. Wir gehen mal kurz zurück. Ich schwenke mal hier rein. Du siehst, ich stelle die einfach auf, dann sind die genauso aufgeräumt, okay? Und dann habe ich aber auch welche mit Klappbeinen, die finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz praktisch. Also meine funktionieren gut. Es klappert nicht. Das ist nämlich auch ganz oft, das hört man doch. Mein Partner hat das jetzt gerade in München in der Wohnung, die wo wirklich hellhörig ist. Gibt es kein Thema. Also das klappt total gut, weil es einfach leise ist. Also Klappbeine genau richtig, wenn du das Bellycon verstauen oder regelmäßig mitnehmen möchtest. Und es ist dann einfach 8 cm hoch und es gibt auch eine Tragetasche dazu. Gut, haben wir das uns angeschaut. Also wir entscheiden uns jetzt aber in dem Fall für Schraubbeine. Siehst du, plus 80 €. Dann geht es weiter. Okay, Haltegriffe. Gehen mal dahin. Also es gibt die T-Stange. Die habe ich nicht, weil für mich gibt es, ich habe Kinder, das heißt, für mich war das immer so, wenn die recht hüpfen, kippt es dann. Also es war mir einfach zu herausfordernd. Du kannst sie aber abschrauben. Wer sagt, ich möchte es unbedingt mit der Stange, die ist aber auch nachrüstbar. Und dann mein Favorite ist einfach dann seitlicher Haltegriff oder auf beide Seiten. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte gern darauf, aber ich traue mich nicht, dann nimm doch den und kannst drauf runtersteigen, dich bei den Übungen festhalten. Und das Ziel ist, immer mal wieder auslassen zu können, um die Koordination zu trainieren. Also alle Infos, die wichtig sind. Matte und mit Komfort ist dieses Polster mit drauf, das ich dir vorher gezeigt habe, auf dem ich bei diesem Video oben hier schwinge. Also du siehst, es ist ein bisschen gepolstert. Diese Plastikclips sind damit noch besser geschützt. Das heißt, wenn du da mal drauf trittst, ist es angenehm. Für den Mattenring in Schwarz und bei den Seilringen such dir bis zu 3 Farben aus oder du wählst Regenbogen, Deutschlandfarben. Auf dem oberen, da schwinge ich drauf, also hier schwarz, rot, gold. Okay, also wir nehmen mal haben die Auswahl bestätigt, gehen mal weiter. Immer oben auf das i tippen, ja, dann steht auch wirklich nur mehr, was für dich am meisten Sinn macht. Die Seilringstärke ermitteln, zum Beispiel, was ist denn dein Thema? Würde mal sagen, fit bleiben vielleicht. Also du kannst dich eh nur für eins entscheiden. Okay, dann haben wir mal das Gewicht. Das gibst du an. Jetzt schaue ich schnell, wie es klappt. Ah ja, also du schiebst den Regler rüber. Sagen wir mal, du hast, gehen wir mal auf die, noch rüber, auf die 93 zum Beispiel. Zum Beispiel hier kannst du nur eingeben, was hast du für Themen. Lass uns mal über Osteoporose reden zum Beispiel. Und dann sagt er dir extra stark, das wäre jetzt zum Beispiel der rote Clip. Also du siehst da oben bei der Seilringstärke, die sind über 2 Drähte so zusammengefasst und die Farbe dieses Drähtchens sagt dir, was ist denn das für eine Seilringstärke. Geh mal nach deinem Gefühl. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, wer aber sagt, hey, ich möchte mehr in ein Schwinggefühl reinkommen, ich möchte mehr meine Balance trainieren, dann gehst du auf den mittleren, den grauen und ganz außen den richtig starken, den grünen, die habe ich gar nicht im Training. Dein Training machst, dann wirst du mit dem gelben relativ gut zurechtkommen. Da kannst du von der Balance bis zum Jumpen alles machen. Wer jetzt richtig mit Turnschuhen drauf geht, also wer mich kennt, weiß, ich gehe nur barfuß drauf. Fokus auf das Training deiner Fußmuskulatur lege. Wer jetzt sagt, ich möchte aber trotzdem mehr hüpfen, ich möchte, dass da mehr Widerstand ist eher oder die Angst vor dem, dass man zu unsicher darauf ist, dann empfehle ich immer, nimm die stabilere Mattenstärke, das heißt den roten. Wirklich schon den blauen, weil der dich so schön in Schwingung bringt und da die Balance und also richtig rein zu hüpfen, die Übungen aber herausfordernder sind, okay? Ja, also da kann es einmal passieren,
Also wenn jetzt jemand mit 100 Kilo, würde ich sagen, geh nicht drauf. Nicht, weil es das Trampolin nicht aushält, sondern weil du gar nicht so viel Spaß hast, weil du einsinkst. Es ist einfach so. Also nimm die Gewichtsklasse mit, lass dir deine Seilstärke ermitteln. Wenn sich das für dich komisch anfühlt oder du dich unsicher fühlst, runterschreiben, mir schreiben. Ja, da bin ich einfach da. Dann gibt es die Möglichkeit, der Grund ist, die sind normal immer vormontiert gekommen. Wie überall steigende Versandkosten. Das heißt, du kannst es montiert bekommen, dann kommt es in einem Stück, du musst nichts machen, oder du machst es selber, sind ungefähr 20 Minuten Arbeitszeit zu Hause, das zusammenzubauen, super Anleitung dabei, und dann bist du ready und kannst losschwingen. Weiter sagen wir, okay, machen wir Selbstmontage, diverses Zusatzmaterial dazu zu nehmen, in den Warenkorb. Dann siehst du hier Summe, du gibst nochmal, hier siehst du immer die Lieferzeit dazu, und dann gehst du zur Kasse. Also ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest, dass da ein Tipp dabei war, der dir geholfen hat. Und das Wichtigste ist, teste das, wenn es ankommt, auf Herz und Nieren. Das heißt nicht, dass du Vollgas geben musst, sondern ich habe ganz viele Videos für den Anfang auf meinem YouTube-Kanal, dass du wirklich Möglichkeit hast, loszulegen. Es geht um deinen Körper, deine Regeln und dass du deine Trainingsroutine entwickelst. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du meistens so das obere Drittel deines Körpers. Heute geht es aber ums untere Drittel, nämlich wenn Fußfehlstellungen oder Sprunggelenksschmerzen dein Thema sind, dann bist du heute hier richtig. Mein Name ist Marianne Brenninger. Ich bin definitiv ein Bellicon-Fangirl, deswegen auch hier die kleinere Version für daheim. Das ist mein erstes Trampolin, trainiere ich schon seit mehreren Jahren drauf, und die Auswirkungen, die 10 bis 15 Minuten tägliches Training für deine Problemzonen haben können, die sind immens. Ich zeige dir heute 5 Übungen, die du jetzt sofort umsetzen kannst. Nachdem ich schon mehrere Jahre Erfahrung habe, ich habe auf der Unfallchirurgie als Krankenschwester gearbeitet, also diese Themen waren mein täglich Brot, und bin im intensivmedizinischen Bereich auch noch tätig, neben den ganzen Kursen, bei denen du auch mit dabei sein kannst, und da geht es wirklich um ein ganzheitliches, gesundheitsorientiertes Training, und da machen Mini-Schritte definitiv Sinn. Die Fußmuskulatur einfach schwach ist, das merkst du daran, dass du immer wieder einknickst. Also die Fußfehlstellung macht sich da bemerkbar. Das heißt, du richtest dich immer wieder auf, und wenn das sehr anstrengend ist, mach wirklich kurze Einheiten. Das ist der erste Tipp zur ersten Übung. Plane dir kurze Einheiten in deinen Alltag mit rein. Das sind 5 bis 10 Minuten, wo du schaffst, auf der Außenkante zu schwingen und Fußmehrbelastung auf der Ferse. Die Zehenspitzen, die sind da immer locker. Level 1. Level 2 der Übung ist mit Schwingen. Also schwingen und von Außenkante zu Außenkante. Nutz die Schwingung vom Bellicon, um hier beweglicher zu werden. Noch 3, 2 und wieder locker schwingen. Okay, wenn du merkst, dass das jetzt hier zu anstrengend wird und du immer wieder nach innen knickst, wieder aufrichten und marschier hier mal. Zweite Übung. Deswegen auch am besten daheim barfuß draufgehen. Wenn es dir zu kalt ist, nutz Stoppersocken. Und bei der Bestellung vom Mini-Trampolin sind immer mega gute Stoppersocken dabei. Barfuß liebe ich, weil da ist das Gefühl noch besser. Du marschierst und du bestimmst auch hier, wie weit weg von der Matte. Irgendwo eine Wand suchen zum Festhalten, wenn du merkst, es ist einfach anstrengend. Die Koordination, die darf auch noch mehr trainiert werden. Jawohl. Wieder unten ankommen, schwingen. Okay. Die nächste Übung, hier benötigst du die Balance, und es geht auf Ballen, Ferse. Und auch hier bestimmst du, Sicherheit ist hier Priorität, damit du erstmal minimal abhebst.
In den Kursen vor Ort oder aber auch online via Zoom kannst du ja jederzeit mit dabei sein mit deinem Bellycon von daheim aus. Und da wirst du sehen, dass du jederzeit dein Training machen kannst. Die 45 Minuten für dich, während ich dir das erzähle, merkst du schon, dass hier ganz schön viel Kraft in der Fußmuskulatur gefordert ist. Wenn du merkst, es ist zu anstrengend, wenn du lange Trainingseinheiten zwischendurch ausprobieren willst, dann gehst du bitte nicht vom Trampolin runter, wenn es zu anstrengend ist, sondern du schwingst aus. Schulterkreisen. Okay. Hier nochmal die letzte Übung für dich. Und zwar auch hier die Balance. Nicht nur für die Fußmuskulatur, sondern auch für die ganze innere Stützenmuskulatur. Die Füße gehen jetzt hier ganz eng zusammen und du kannst jederzeit irgendwo an der Wand dich abstützen und nimmst die Knie zusammen, hier fest, Arme zur Seite und jetzt schließ hier die Augen, versuch die Balance zu halten. Blinzeln geht auch. Atme weiter, spür den Kontakt zur Matte, halt die Balance und das schaffst du noch 4, 3, 2 und Augen öffnen, lösen. Hier nochmal ausschwingen. 24 Fragen zum Thema Bellycon einkaufen rund ums Bellycon. Wir legen los. Was ist der Unterschied zwischen einem Bellycon und einem normalen Trampolin? Das Bellycon, da ist das Besondere dran, die patentierten Seilringe, die sind so konzipiert, dass die unfassbar gut zurückschwingen. Wir haben alle viel zu wenig Zeit. Das heißt, wenn das Training so effektiv ist, dass das an und deine Zellen wirklich effektiver bewegt, gibt ja auch dieses, um wie viel Prozent das Joggen auf dem Bellycon effektiver ist. Und lass uns mal drüber reden, geschweige denn mit Gelenkproblemen, wer geht dann bitte noch joggen? Also kannst du da super starten drauf und es ist stabil, es ist leise, dazu gleich noch mehr bei der nächsten Frage. Die Wohnung ist relativ klein, passt dann das Bellycon überhaupt rein? Lass uns über die Deckenhöhe reden. Du schwingst beim Bellycon in die Matte. Also das Bellycon ist ungefähr 30 cm hoch. Und wie groß ist das Bellycon? Du hast 3 verschiedene Größen. 1,25, 1,12 und 1 Meter Durchmesser. Es gibt nur die Klappbeine, die du bei Bedarf nutzen kannst. Ich empfehle die mittlerweile echt selten, nicht weil ich es nicht gut finde. Also ich liebe meine mit den Klappbeinen. Denn es geht ja darum, dass du das da stehen lassen sollst und du drüber fällst, damit du wirklich so oft wie möglich zwischendurch für die 3 Minuten drauf gehst. Nächste Frage. Kannst du das Trampolin, das Bellycon draußen verwenden? Also, wenn das mal nass wird, ist es grundsätzlich kein Problem. Ich finde es zu teuer für das, dass es draußen stehen bleibt und verwittert und dann nur irgendwie verrostet, vor allem wenn du das Pulverbeschichtete nimmst und die Sonneneinstrahlung tut ja sein Übriges, dass das dann das Material wegen der UV-Strahlung verschleißt. Und Thema, das immer wieder ist die Angst, du wohnst in einer Wohnung, benutzt das Bellycon und dann kriegst du Stress mit den Nachbarn. Es gibt 2 Dinge. Grund 1, 30 Tage ausprobieren, ob es klappt. Der Grund Nummer 2 ist, es ist unfassbar leise. Das ist auch das, was ich erlebe, wenn ich andere Mini-Trampoline austeste, wie laut das die sind. Da quietscht und da tut das. Und das Einzige, was passieren kann, wenn deine Seilschlingen schon wirklich alt sind, dann kann es sein, dass er mal ein bisschen lauter wird. Aber ansonsten unfassbar leise. Du wirst auch selbst bei hellhörigem Boden, mit den Nachbarn wird es da keine Themen geben. Ist das Bellycon wirklich gelenkschonend? Das ist es, denn du hast ja diesen Aufstoß auf den Boden nicht. Du hast das Zurückschwingen, das sogar noch deine Gelenke stärkt und dass die geschmiert werden, dass das sogar noch angeregt ist. Der Aufprall auf die Gelenke, der wird um 85% reduziert. Eignet sich besonders für Menschen mit Arthrose, Knie- und Hüftproblemen. Wie lang und wie oft du trainieren solltest, damit du Ergebnisse siehst. Das, was ich vorher gesagt habe, ich empfehle dir, die ersten 2 Wochen mal wirklich nur 10 Minuten aufs Trampolin zu gehen, wenn du schon länger keinen Sport mehr gemacht hast. Also wir reden jetzt nicht von Leuten, die wo wirklich regelmäßig Sport machen, sondern du hast schon Probleme, 5 bis 10 Minuten erst mit draufgehen, sich dran zu gewöhnen. Und dann
kannst du anfangen zu sagen, okay, wie gesagt, ich habe das dann durchgezogen, ich habe dann 3 Wochen jeden Tag Sport gemacht, halbe Stunde, und ich bin so belohnt worden für diesen kurzen Moment. Also es ist Training. Mit dem Bellycon abnehmen. Rebounding verbrennt Energie, kurbelt deinen Stoffwechsel an. Es gibt Zahlen, dass du 600 Kalorien pro Stunde beim Rebounding verbrennst. Das Schöne ist tatsächlich, dass ja, wie ich schon vorher gesagt habe, deine Bauchspeicheldrüse bedankt sich, deine Lunge bedankt sich, weil ja wirklich auch alle Zellen, die Darmzellen, es wird alles aktiviert. Nächste Frage. Welche Übungen eignen sich für Anfänger? Ich habe hier Baby Bounce stehen, also Füße, Handkontakt zur Matte und du schwingst in die Matte rein, probierst aus und lässt erstmal hier ganz du hältst die Füße still. Und ja, ich weiß, dass man am Anfang wirklich Lust hat, das auszuprobieren, zu schnell, zu viel, und dann ärgerst du dich am nächsten Tag, wenn was wehtut. Also, fang damit an und sag, ich weiß, ich mache das jetzt mal 10 Minuten oder 5 Minuten und dann mache ich weiter, und du weißt, du hast schon 10, 20 Jahre nicht wirklich Sport gemacht, außer zur Physiotherapie zu rennen, dann macht es wirklich Sinn zu sagen, in 4 Wochen schaut die Welt schon ganz anders aus. Genau. Seitliches Pendeln, Arme pendeln, Schultern lockern, all das geht beim Schwingen mit. Und du kannst natürlich anfangen, ein Marschieren auf der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich joggen gehen würde, ausprobieren. Nächste Frage. Geht Krafttraining auch auf dem Bellycon? Das geht. Du kannst Squats machen, du kannst Liegestütz machen, du kannst seitliche Bauchmuskulaturen sogar im Stehen trainieren, die Oberschenkelmuskeln, die Kniestabilität, Fußmuskulatur. Deswegen gibt es bei mir immer nur Training barfuß. 10. Frage. Wie du trainieren kannst, wenn du körperliche Probleme hast. Also vielleicht schon größere Operationen, massive Knieprobleme, du wirst immer wieder umknicken. Auch wieder die 3 Basisübungen. Nutz den Haltegriff, leg dir einfach einen zu, wenn du nicht mehr brauchst, verkauf ihn oder was auch immer. Oder vielleicht willst du dass mal deine Oma drauf geht, dann ist der gut angelegt. Also, das ist die Option, oder Hand an die Wand. Wir sind dann beim nächsten Punkt, ob das Bellycon auch für Senioren geeignet ist. Ja klar, Osteoporose, Sturzprophylaxe, was haben wir noch? Regt die Verdauung an, regt die Gehirnzellen an. Du kannst ganz viele Übungen machen, um diese rechte, linke Gehirnhälfte miteinander zu trainieren. Es reduziert Sturzrisiko und schonen für die Gelenke. Wer sich da beim Jonas noch mit reinhört, der hat da nochmal was Spannendes gesagt zum Thema Senioren. Okay, 12. Frage. Thema Schwangerschaft. Darfst du da drauf? Was total gut ist, dass man weiß, dass Schwangere auch sich körperlich betätigen dürfen. Das gehört abgeklärt mit deinem Arzt. Du bist vorher die ganze Zeit schon am Bellycon beim Trainieren gewesen. Gegen ein drauf zu gehen und sanft zu wippen. Also ich habe gesagt, ich hätte mir das gewünscht, als ich schwanger war. Wenn ich damals das schon bei mir eingezogen wäre, dann wäre ich da immer zur gleichen Zeit zum Schwingen drauf. Ja, jetzt Bettgehzeit. Und dann wäre das doch ein super Tool gewesen, um mit dem Kind zu sagen, ja, das kann ja dann auch jemand anders machen, das muss ja nicht die Mama tun. Aber das zu sagen, dieses Schwingen, das läutet jetzt zum Beispiel den Abend ein oder das tagsüber, die Pause. Irgendwie so. Genau. Trampolintraining bei bestimmten Krankheiten wie Osteoporose, chronische Erkrankungen, Lupus, nach Operationen, wenn natürlich die Wundheilung abgeschlossen ist, nach Krebserkrankung zur Regenerierung, dann heißt es bei allem ja, und wer sich unsicher ist, beim Arzt abzuklären. Genau. Bellycon-Training für Kinder, also normal sage ich immer, das ist für die Erwachsenen.
ist es aber auch so, dass wir wissen, die Zahl der Kinder, die übergewichtig sind, die Koordinationsprobleme haben, ganz viele Kinder machen viele Dinge nur mit einer Hand, woher das wohl kommt, gell? Digitalisierung und so. Und ich habe nichts gegen die Digitalisierung. Ich finde aber, dass es schon gut ist, den Kindern zu zeigen, was man alles machen kann. Und umsonst steigen ja die Ergotherapie-Rezepte nicht exorbitant in die Höhe. Kinder dürfen übrigens vom Trampolin runterhüpfen, Erwachsene nicht. Das wäre total schade. Du machst so ein tolles Training und dann steigst du da. Ich zeige euch immer in den Videos auch, wie ihr am besten runtersteigt. Also sag's nur, rückwärts runtergehen. Zum Thema rückwärts runtergehen, Bellycon nutzen, um das Gleichgewicht zu bringen. Frage Nummer 15 geht es. Also Balanceübungen auf einem Bein erstmal stellen. Da zeige ich dir auch immer wieder Zwischenschritte, dass du nicht sofort anfängst zu versuchen, auf einem Bein zu stehen. Es kann einfach dann nicht funktionieren. Ein Erwachsener zwischen 40 und 50 Jahren sollte auf einem Bein 40 Sekunden stehen können. Das wäre altersgerecht. Bellycon, wie kommt es bei dir an? Du kannst es bestellen, dass das schon zusammengeschraubt wird, dann sind die Versandkosten um 60 € höher. Ansonsten kommt der Rahmen in 3 Teilen. Du baust es zusammen, dauert 20 Minuten und dann schwupp, fertig. Ist eine gute Aufbauanleitung dabei. Wer Klappbeine hat, dann können die natürlich noch ein- und ausgeklappt werden. Ansonsten schraubst du die Beine an, fertig. Frage Nummer 17. Pflege und Reinigung vom Bellycon. Matte mit einem feuchten Tuch abwischen, Seile bei Bedarf abbürsten und für den Rahmen einen milden Reiniger benutzen. Frage Nummer 18. Wo kannst du Ersatzteile kaufen? Im Bellycon Shop. Da gibt es Seilschlingen, Gummistopper, neue Matten. Und bei den Seilschlingen ist das Tolle, dass du nach ein paar Jahren sagen kannst, ey, ich bin jetzt fitter, ich möchte jetzt eine andere Seilringstärke, dann nimmst du die einfach. Wer gerade noch im Sale ist, also bei Bellycon schaut, das ist alles gerade noch im Black Friday Deal dabei. Was passiert eben, wenn du nicht zufrieden bist? Du kannst das Bellycon 30 Tage testen, zurückgeben. Sprich doch aber vorher dann nur mal mit mir, weil manchmal braucht man bloß nur mehr neues Wissen, einen Informationsschub, man ist verunsichert und sagt, das ist nichts für mich. Und dabei hätte es vielleicht nur eine Übung gehabt. Ich habe eine Kundin, die ist bei mir im Online-Training. Das heißt, wenn die im Live-Training dabei sind, schaue ich, was machen die auch im Zoom. Und die hatte massiv Rückenprobleme und mit der habe ich dann auch kurz telefoniert, was kann sie machen, dass sie nicht aufhört. Und jetzt kennt sie das. Wenn das wieder kommt, sie geht dann trotzdem aufs Trampolin. Frage Nummer 20. Welche Seilringstärke bei Osteoporose auswählen? Das hätte ich vorher noch an. Das kommt eh im Video dann noch, gell? Bei Osteoporose macht es tatsächlich Sinn. Also meistens ist es ja so, dass man vielleicht dann schon von der Balance nicht mehr ganz so gut ist. Dann macht es eh Sinn, ein bisschen eine stärkere Seilringstärke zu wählen. Die festere Spannung bewirkt, dass das, was auf die Gelenke pusht, also der Widerstand größer ist und deswegen auch der Effekt größer ist, dass Osteoporose gestoppt werden könnte. Haltegriff, T-Stange, bei Bedarf noch mit nutzen. Frage Nummer 21. Wir sind im Countdown. Wo kannst du das Bellycon ausprobieren? Ganz ehrlich, am besten bei dir zu Hause. Denn da willst du es ja haben. Du hast schon deine Herausforderungen und wenn du dir überlegst, dass du jetzt 20 bis 30 oder bei mir in der Stunde 45 Minuten hüpfen sollst, dann sagst du, das geht jetzt einfach gar nicht. Das heißt, das ist dein Safe Space, du suchst dir den Platz und via Zoom berate ich dich auch gern, auch im 1:1. Gönn dir das wirklich, damit du so effektiv wie möglich und so schnell wie möglich das kennenlernst, was du alles machen kannst. Ja, vorvorletzte Frage. Wie lang halten die Seilringe und wann solltest du sie austauschen? Es ist wie gute Sportschuhe. Irgendwann brauchen die einen Austausch. Es hängt davon ab, auch bei der Matte, wie lang und wie intensiv dass du trainierst. Im Schnitt alle 2 Jahre und dann hast du wirklich immer dauerhaft ein gutes Schwingen, das wo dann auch ankommt. Wenn die Seilringe sichtbar durchgescheuert sind, wenn du sie hörst und wenn du so tief schwingst, dass du den Boden berührst. Genau. Dann
Wie findest du die richtige Seilringstärke für dich? Das zeige ich dir nachher im Bellicon Shop, denn es gibt da einen Seilring-Konfigurator, da wo drin steht, was möchtest du denn machen und was wäre für dein Körpergewicht denn sinnvoll. Und ihr wisst, oder vielleicht noch nicht, das Bellicon ist bis zu 200 Kilogramm ausgelegt. Also das heißt, auch Menschen mit Adipositas, das ist der Gamechanger, dass du da wirklich loslegen kannst bei dir zu Hause. Du musst dich keinem zeigen, du fängst einfach an. Thema Lipödem. Beim Lipödem mit der Seilringstärke ist die Empfehlung tatsächlich eine weichere Seilringstärke zu nehmen, die natürlich noch zu deinem Körpergewicht passt, denn diese weiche Spannung schont die Gelenke und gibt dir trotzdem ein super angenehmes Schwunggefühl. Du kannst effektiv trainieren und es ist bei Lipödem ja auch oft das Thema, dass man da so Schmerzen hat und dann kann das sein, dass das jetzt für deinen Start genau das Richtige ist. Das waren jetzt die häufigsten Fragen und bitte schreib's dazu, schreib drunter, was noch nicht klar ist. Und wer weiß, was im weiteren Verlauf noch alles sich klärt. Ja, danke, dass du bis jetzt dabei bist.